Moin Moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich habe mir für meinen YouTube-Kanal ein ganz neues Format überlegt. Und zwar möchte ich so einmal im Monat oder ja alle 6 Wochen, also relativ regelmäßig über Parfum-Neuheiten berichten. Und zwar in der First Impression. Das heißt, ich teile euch meine ersten Gedanken zu dem Duft, zu der Duft-DNA mit und das ganz unvoreingenommen. Das heißt, ich habe das jeweilige Parfum noch nie gerochen. Ich versuche tatsächlich auch zu vermeiden, mich über das jeweilige Parfum zu belesen. Ich weiß also eigentlich gar nicht, welche Duftnoten enthalten sind, welche Parfums ähnlich riechen, wie auch immer. Es soll wirklich der erste Eindruck, die First Impression sein und das sehr unvoreingenommen. Natürlich weiß man bei der einen oder anderen Marke eben in etwa, in welche Duft-DNA-Richtung es geht. Aber das soll eigentlich auch schon so die einzige Information sein, die ich über das jeweilige Parfum habe. Bevor wir starten, noch ein, zwei Dinge. Und zwar geht es eben in der First Impression tatsächlich um den ersten Eindruck. Das heißt wiederum, ich kann euch nichts zu der Haltbarkeit sagen, nichts zu der Sillage sagen. Ich kann auch nicht auf den Duftverlauf eingehen, sondern es geht hier wirklich um den ersten Eindruck. Ja, in etwa zu vergleichen, ihr geht in eine Parfümerie, ihr nehmt euch den Duft aus dem Regal, sprüht ihn auf den Teststreifen und riecht eben daran. Und das ist der Eindruck, den ich euch jetzt hier in diesem Format mitteilen möchte. Deswegen, wenn ihr das Parfum vielleicht kennt oder demnächst mal riecht, das kann von eurem ersten Eindruck komplett abweichen, aber darum geht es ja eben. Es ist mein erster Eindruck. Und ja, und da habe ich mir einfach Folgendes überlegt, wie ich auch gerade schon sagte. Ich habe mir hier Teststreifen besorgt. In meiner Parfümerie liegen immer Teststreifen aus. Deswegen hier steht zwar Kenzo drauf, aber da lasst euch bitte nicht beirren. Und zwar habe ich jetzt hier raufgeschrieben Zero. Das ist nämlich das erste Parfum, was ich euch aufsprühen möchte, nämlich von der Marke. Ich zeige euch das auch immer gerne. Comme des Garçons. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Hier ist dann eben das Parfum drin. Ich mache es auf. So, ich zeige euch gerne auch den Zerstäuber, aber das ist ja jetzt alles andere irgendwie als super interessant und spannend. Wenigstens so rum, ja genau. Also hier ist der Zerstäuber, die Probe. Dann sprühen wir den auch einmal auf. Das zeige ich euch auch einmal hier. Ich versuche mal hier die Kamera ein bisschen besser zu fokussieren. Ach Quatsch, genau die andere Seite wollten wir ja machen. So. So, 2-3 Mal aufgesprüht. So, dann rieche ich mal an dem Parfum. Jetzt hört ihr mich wahrscheinlich schwer atmen, aber ich muss eben tatsächlich erstmal ein bisschen daran riechen. Ja, also, First Impression, erster Eindruck. Das Parfum riecht für mich holzig. Also ich rieche hier definitiv eine holzige Basis heraus. Es ist eine blumige Note enthalten. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das eine Rosennote ist. Kann aber natürlich auch eine andere blumige Note sein. Aber ich finde es relativ klar und deutlich herauszuriechen. Und wir haben auch eine leicht spritzige, also eine gewisse Frische enthalten. Ja, bestätigt sich auch im zweiten Riecher, in der zweiten Duftprobe. Holzig, leicht rosig und etwas frisch. Genau, das ist eben tatsächlich der erste Eindruck. Mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Dementsprechend legen wir das jetzt einfach mal zur Seite. Achso, vielleicht kann ich noch dazu sagen, ist jetzt nicht unbedingt eine Duft-DNA, die mir sofort zusagt. Würde ich mir aufgrund des ersten Eindrucks definitiv nicht kaufen. Ist für mich relativ unspektakulär, holzige Basis mit einem Rosen-Touch und so einem frischen Touch. Aber man weiß es nicht. Parfums soll man ja in der Regel auch 2-3 Mal vorher tragen, bevor man sich irgendwie für einen Kauf oder Nicht-Kauf entscheidet. Erst dann kann man so richtig mitteilen oder überhaupt wissen, wie ein Parfum eben riecht, eben auch wegen Dry-Down, Reaktion mit der Haut und so weiter und so fort. Aber so vom ersten Eindruck eher für mich uninteressant.
So, dann machen wir mal hier die zweite Probe und zwar zeige ich euch das mal von Acqua di Parma. Und zwar nennt sich das Parfum Colonia Club. Auch erst vor wenigen Wochen entschieden, wie übrigens das erste Parfum, eben dieses Zero auch. Das ist, glaube ich, fast noch nirgendwo verfügbar. Colonia Club hier von Acqua di Parma ist in den Parfümerien schon erhältlich. So, hier sprühen wir das Parfum auch mal auf. So, dann stellen wir das alles nochmal so ein bisschen hin, dass ihr das sehen könnt. Ich rieche nochmal daran. Ja, also, das ist für mich persönlich schon viel, viel interessanter. Riecht auf dem ersten Riecher sehr frisch, spritzig frisch. Ich rieche nochmal dran. Ja, ja, wie gesagt, spritzig, frisch, für mich auch holzig und aber auch pfeffrig. Also als ob da mit pfeffrigen Noten gearbeitet wird. Ja, und es hat für mich auch so einen leichten, ja, so einen leichten, wie soll ich sagen, holzig, sagte ich ja schon, aber so eine weiche Holzbasis. Ich weiß nicht, ob da mit Zedernholz vielleicht oder mit Sandelholz gearbeitet wird. Also es riecht relativ weich und ich rieche da auch so ein bisschen. Ja, so, ist schwierig. Barbershop-Vibes heraus, könnte Lavendel sein, könnte auch, ja, andere Duftnoten sein. Ich weiß es tatsächlich eben nicht. Riecht aber auf dem ersten Riecher wirklich interessant. Ja, müsste man eben schauen. Bei Acqua di Parma hat man ja öfter das Problem, dass sie von der Haltbarkeit nicht so gut sind. Hier sieht man ja eben auch, es ist die Eau de Cologne-Variante, also eben tatsächlich auch nicht so hoch konzentriert. Ich könnte ja mal jetzt aufklappen. Ich hab es mir tatsächlich nicht vorher durchgelesen, ob wir hier irgendwie was rauslesen. Sparkling, Citrus Fruits and Spicy Notes. Ja, also frisch und spicy ist ja so ein bisschen pfeffrig, würzig. Das kommt also hin. Rosmarin ist hier drin, das habe ich jetzt nicht unbedingt herausgerochen. Shiso, Musky Woody Base, also doch so holzig. Holzige Basis ist auf jeden Fall da, das hatte ich auch so ein bisschen herausgerochen. Jetzt so von Lavendel etc. rieche ich nichts, aber es könnte natürlich auch Rosmarin sein. Also auf den ersten Eindruck wirklich interessant, müsste man halt mal auf der Haut tragen. Absolut, also ich bin jetzt nicht vom ersten Eindruck total überzeugt, aber für mich wesentlich interessanter und tatsächlich auch ein ja, Versuch wert, es öfter zu tragen und eben ausführlich zu testen. Und wesentlich interessanter eben als Zero von Comme des Garçons. So, jetzt haben wir hier den nächsten oder das nächste Parfum und zwar nennt sich das Parfum Cologne Child of Protection von Kilian. Ja gut, wenn man das jetzt natürlich öffnet, sieht es grün, spritzig, frisch aus. Hier steht tatsächlich auch schon was. Ja, jetzt ist natürlich so der völlig unvoreingenommene Eindruck weg. Aber da lassen wir uns jetzt einfach mal nicht von beirren. Ich sprühe es auf. So. Dann riechen wir mal wieder daran. Ist für euch natürlich in dem Moment relativ unspektakulär, aber ja, ich muss eben daran riechen. Okay, also hier kriegen wir definitiv eine sehr, sehr spritzig frische Duftnote. Ja, hier steht es ja auch schon, jetzt kann ich es ja vorlesen, Green Mandarin, also tatsächlich. Ja, ich hätte tatsächlich eher an so eine Bergamotte, an so eine Zitrone gedacht. Also schon sehr spritzig, wobei es tatsächlich auch grün riecht. Also diese Green Mandarin, ich muss ganz ehrlich sagen, so eine grüne Mandarine habe ich jetzt noch nicht allzu oft gerochen. Aber das kommt tatsächlich schon ganz gut hin. Es riecht nämlich sehr, sehr frisch, aber man hat ja auch schon so einen grünen Touch mit dabei. Und was ich jetzt so auf dem ersten Riecher herausrieche, ist definitiv eine recht präsente holzige Basis. Also
Ja, das steht da auch jetzt Cedarwood, also Zedernholz. Das riecht man wirklich heraus. Es hätte auch Sandelholz sein können, eine ganz weiche Sandelholznote, aber in dem Fall ist es eben Zedernholz. Und ja, es riecht auch ganz leicht süßlich. Also nicht nur so eine spritzige Mandarine oder Bergamotte, sondern vielleicht auch so eine leicht süßliche, spritzige Frucht. Aber ganz klar könnte man es abkürzen. Frisch, holzig, grün und weich. Also riecht schon wirklich sehr interessant. Müsste man natürlich schauen, was ist das für eine Konzentration. Ein Eau de Parfum, okay, da müsste man natürlich schauen, wie die Haltbarkeit ist. Aber so vom ersten Eindruck wirklich interessant. Was wir jetzt mal machen können, wie gesagt, es ist alles improvisiert. Ich schneide meine Videos auch nicht. Ich drehe es jetzt einmal ab und dann setze ich es online. Deswegen verzeiht mir auch so ein bisschen das Unstrukturierte und ja, das Hin- und Her-Gezwitsche jetzt zwischen den Parfums. Aber das ist nun mal so der Inhalt des Videos. Wir können hier aber tatsächlich noch mal das erste Parfum, also Zero, riechen. So, hier haben wir es. Ja, ist definitiv nichts für mich. Mein erster Eindruck so von der Rose hat sich tatsächlich auch bestätigt. Die Rosennote ist relativ präsent, dazu eben holzig und ein bisschen frisch. Ist für mich eine sehr synthetische Duftrichtung, Duft-DNA, spricht mich persönlich gar nicht an. Wäre vom ersten Eindruck jetzt ist der zweite Eindruck aber definitiv durchgefallen. Jetzt nehmen wir hier nochmal den Colonia Club. Können wir auch noch mal so ein bisschen in die Mitte positionieren. Da rieche ich dann auch noch mal kurz dran. Ja, der riecht definitiv, oder das Parfum, das Cologne riecht definitiv interessant. Bestätigt sich auch so ein bisschen frisch, holzig, leicht pfeffrig. Ja, ebenso so leichte Barbershop-Vibes. Ich sagte ja, von Lavendel ist ja anscheinend nicht drin, aber so Rosmarin. Also man hat so ein bisschen so ein Barbershop-Vibe, so einen leicht grünen Touch drin. Riecht wirklich interessant. Muss ich sagen, müsste man tatsächlich eben testen. So, und jetzt nochmal abschließend das Cologne Child of Protection. Riechen wir nochmal zum zweiten Mal hier drüber. Ja, also eigentlich auch wie so der erste Eindruck hat sich das bestätigt. Es riecht definitiv frisch, aber eben auch grün. Diese Green Mandarin, also was auch immer hier drin ist, riecht tatsächlich auch relativ stark. Also wir haben nicht nur eine frische Note, sondern definitiv auch eine präsente grüne Note und eine holzige Basis. Wie gesagt, das war ja Zedernholz. Ja, Zedernholz, Sandelholz, also definitiv auch holzig. Ja, so, tatsächlich von den drei Parfums würde ich sagen, gefällt mir das Colonia Club bisher im ersten Eindruck am besten. Ja, aber dafür müsste man natürlich die Parfums ausführlich testen und tragen. Aber gut, das soll es ja gewesen sein, so vom Stil des Videos. First Impression, erster Eindruck. Ihr könnt gerne, und dafür ist die Kommentarfunktion natürlich auch bestens geeignet, mal mitteilen, ob ihr das jeweilige Parfum schon gerochen habt und wie da euer erster Eindruck war, ob sich das so ein bisschen mit meinem Eindruck bestätigt hat oder übereinstimmt. Und ja, deswegen lasst uns da ein bisschen talken, uns austauschen und ihr könnt auch gerne bei Instagram vorbeischauen. Das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank und bis demnächst und vor allem bleibt gesund.